Jetzt geht es auch weiter mit unserem blauen CLK. Der Pascal hat ja schon hardwaremäßig alles fertig gemacht. Und jetzt kommt die undankbare Arbeit, die nachher keiner sieht, aber die unbedingt gemacht werden muss. Die hat jetzt der Kai übernommen, die ganze Elektrik hier zu verkabeln. Ganz altes Auto mit einem ganz neuen Motor. Vielleicht kann uns der Kai ein bisschen was dazu berichten, weil das wirklich, also allerhöchsten Respekt, die zwei Sachen hier zusammenzubringen, ist wirklich schon heavy. Vor allem muss man noch dazu sagen, was das Ganze noch schwerer gemacht hat, war, das Auto war normalerweise ein 320er und war da schon umgebaut auf M157 5.5 Biturbo-Motor. Das heißt, da hatte schon mal jemand die Finger an der Elektronik dran. Bedeutet nicht nur, dass man die Verbindung zum neuen Motor schaffen muss, sondern erstmal das ganze Alte überprüfen muss, was der Herr vorher hier verändert hat. Ja. Ja, das waren auch die Käppelchen wahrscheinlich auch nicht mehr in den Farben, Genau. die sie mal ursprünglich in irgendeinem Schaltplan angegeben sind, sondern ja, kunterbunt hier alles zusammengemischt. Ja. Dementsprechend muss man das mal nachvollziehen können, wo kommen die Kabel her, wo müssen sie hin. Ja. Aber wir sind hier schon sehr fortgeschritten. Die Elektronik ist soweit angeschlossen. Wir werden heute mal ein Steuergerät anschließen und die Inbetriebnahme durchführen und dann hoffentlich den ersten Start auch haben und vor allem ohne Fehler. Vielleicht kannst du auch mal den Innenraum zeigen, da sieht man ja noch ein bisschen was. Ja. Hier sieht man ja auch die ganzen Kabel. Hat der Kai hier alles fein säuberlich von dem originalen Kabelbaum hier rüber geführt. Und ja, im Innenraum ist ja noch alles offen. Wobei ich hier jetzt auch schon die Kanäle wieder geschlossen habe. Das sah vorher Wüste aus. Wir sind ein bisschen zu spät gekommen, ja. Aber das muss alles hier auch im Raum verkabelt werden. Pumpensteuergerät, was kann da alles? Sag mal ein bisschen was, du weißt ja, sag ich mal, besser. Was hat man da alles nochmal mit dem Motor verkabeln müssen? Also es ist ja nicht so, dass man nur den Motor kurz mal mit dem Auto verbindet, sondern die ganzen anderen Komponenten müssen ja nachher auch harmonieren miteinander. Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, im Prinzip klingt es einfach, man muss tatsächlich nur den Motor ans Fahrzeug anbinden, damit die halt miteinander kommunizieren und das alles funktioniert. Aber leider hier schon viele, viele Hände dran gewesen. Die Elektronik geht bis in den Innenraum, da sind verschiedene andere Module dran gekommen. Genauso auch die Kraftstoffpumpe, was er gerade schon erwähnt hat, ist hier natürlich auch umgerüstet worden. Das heißt, die ganze Elektronik zieht sich nicht nur durch den Motorraum, sondern durch das ganze Fahrzeug. Das muss halt alles angepasst werden, angeschlossen werden, sodass halt alles ordnungsgemäß miteinander kommuniziert. Genau. Ja. Wir nehmen euch nachher auf jeden Fall mit zu dem ersten Start. Das werden wir aufnehmen. Hoffentlich startet er auch. Die ganze Wegwaschsperre etc. muss ja auch noch vom Kai jetzt eingelernt werden, damit überhaupt die zwei sich vertragen. Und ja, wenn wir dann den Schlüssel drehen und das Ding, sag ich mal, die ersten Geräusche von sich gibt, werden wir es dokumentieren und damit einfügen. Also seid gespannt. Heute sind wir schon mit unserem blauen Wunder hier weitergekommen. Technisch ist er jetzt zumindest mal fertig. Was die Optik angeht, sieht ihr, das Auto verwandelt sich langsam in einen Harlequin. Wir haben die alte Folie jetzt abgezogen. Der Pascal kämpft immer noch. Wir werden das Fahrzeug komplett neu lackieren, weil von der Firma, die es davor zusammengebaut hat, ja, wurde das nicht so ganz professionell gemacht. Man hat einfach Teile dran geschraubt und am Schluss eine Folie drüber gezogen. Die Folie hat angefangen, da hinten aufzuplatzen, sah nicht mehr so schön aus. Ja, was ich euch eigentlich mehr zeigen wollte, wäre hier unsere Leistung. Wie gesagt, der ganze Motorraum muss noch auslackiert werden und hübsch gemacht werden. So. Aber jetzt ist zumindest mal der M177 hier installiert. Das ist die LS2-Variante. Das Fahrzeug hat jetzt 1000 PS oder
Das ist die 1000 PS Variante, was wir eingebaut haben. Gab es gewisse Komplikationen natürlich, wie immer mit der Elektronik. Aber ja, nach langem Hin und Her haben wir es auch hingekriegt, dass das Fahrzeug anspringt und fährt. Vielleicht, Pascal, kannst du uns kurz mal zeigen? Hört sich auch ganz interessant an, muss ich sagen, von der Abgasanlage. Ja, ist ein interessanter Mix, bisschen wie ein Rennwagen, hat aber immer noch das schöne V8-Blubbern. Das, was ihr jetzt hört im Hintergrund, werdet euch wahrscheinlich fragen, was es ist. Das ist die elektrohydraulische Pumpe für die Servolenkung. Der M177 Motor hat keine Möglichkeit, eine Servopumpe dran zu hängen, weil alle Modelle, wo dieser Motor eingebaut ist, verfügen schon über eine elektrische Lenkung. Die elektrische Lenkung, so wie wir es beim 204er gemacht haben, kommuniziert leider nicht mit der alten Basis vom Fahrzeug. Somit mussten wir hier was Neues wieder aus der Trickkiste rauspacken und haben hier eine elektrohydraulische Pumpe eingebaut für die Servolenkung. Die läuft jetzt ein bisschen nach, die läuft immer so circa eine Minute nach, also geschätzte Minute, ich weiß nicht, ich habe noch nie die Zeit gestoppt. Aber es wird auf jeden Fall nach einer kurzen Zeit hier aufhören zu summen. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug wird jetzt komplett abfoliert. Ja, jetzt ist es ausgegangen und danach neu lackiert. War jetzt nur ein kurzes Video, um euch auf dem Laufenden zu halten, um nochmal zu zeigen, dass es hier auch weiter vorwärts geht, dass das Projekt nicht gestorben ist, sondern ja, zieht sich alles etwas in die Länge, weil es ja so abstrakte Projekte sind. Es ist nicht nur normales Tuning, wie man das sonst kennt, dass man, keine Ahnung, Motor, also Auto X hat, verbaut da Turbolader, Downpipes, irgendwas und dann ist fertig, sondern Motorswap. Und vor allem, wenn es hier über so viele Generationen geht, Basis vom Auto ist eigentlich so 113er Motor und danach kamen ja 3 Motorgenerationen, bis der 177er rausgekommen ist. Ist dann immer etwas komplizierter.